Update zum Aufstiegsportal 1221 und ein neues Interview mit Cobra vom 29. Juli 2025. Die Energien für das Aufstiegsportal 1221 bauen sich bereits auf. Der Sirius-Impuls Anfang Juli war viel stärker als erwartet und der massive Zustrom von Energien löste sogar eine geringfügige Polverschiebung aus. Stufe 1. Die Polverschiebung am 4. Juli. Am 4. Juli kam es zu einer plötzlichen Abweichung des dx-Sigma-Wertes der Erde, einer wichtigen Kennzahl, die die Unsicherheit der Polbewegung misst. Es war der erste starke Ausschlag nach Monaten relativer Ruhe. Zur gleichen Zeit zeigten 4 der stabilsten Quasare, die zur Verfolgung der Erdrotation über das ICRF-3-System verwendet werden, eine Drift der Rektaszension, was bestätigte, dass sich die Ausrichtung des Planeten zum Weltraum verschoben hatte. Dies war keine Umkehrung, aber es war ein rotatorischer Ruck, eine massive Neuausrichtung innerhalb des Planeten. Stufe 2. Die Torque-Freisetzung vom 19. bis 20. Juli. Dann wurde es noch schlimmer. Zwischen dem 18. und 20. Juli beobachteten wir Folgendes. dx-Sigma stieg von 0,03 auf 0,128, ein Sprung, der in den letzten Jahren beispiellos war. PMXY, der vollständige Vektor der Polbewegung, stieg nach Monaten mit einer Neigung von nahezu 0 vertikal an. UT1 Sigma stieg stark an, ein Zeichen für eine tiefe Zeitinstabilität zwischen der Erdrotation und der Atomuhrzeit. Kurz gesagt, die Erde zuckte erneut. Und dieses Mal gab es Spitzenwerte auf allen Achsen. Dies entspricht genau den Warnungen der CDIGR-Phase V-Modelle. Eine Kruste unter Druck, ein Ungleichgewicht im Drehmoment des Mantels und eine plötzliche Neuausrichtung des Drehimpulses. Erstaunlicherweise löste der Sirius-Impuls am 7. Juli eine unerwartete Entwicklung aus, als ein Teil des multidimensionalen Schlüssels der neuen Erde bereits vom Absoluten übertragen wurde. Dies wird die zukünftigen Pläne für die planetare Befreiung erheblich erleichtern. Kurz nach dem 7. Juli stiegen die Energien aus dem Sirius-Sternensystem drastisch um 700%, bis sie sich auf einem besser handhabbaren Niveau von 250% einpendelten. Die Sirianer sind nun mit ihrer riesigen Flotte von Mutterschiffen, die strategisch innerhalb des Sonnensystems und um die Erde positioniert sind, viel direkter an der planetaren Befreiung beteiligt. Die Sirianer aktivieren und verbessern auch Sintamani-Steine und sirianische Heilungsteams unterstützen die Heilungen in der Tachionenkammer. Ihr könnt ihre Heilungsenergie direkt durch diese Musik spüren. Link. Die Plejadier und einige andere Sternenrassen haben begonnen, ein smaragdgrünes Gitter über das Sonnensystem und später auch innerhalb des Agartha-Netzwerkes zu errichten, das dabei helfen wird, die enormen Energien des Aufstiegsportals 1221 zu kanalisieren. Dieses Gitter wird am 9. August zum Zeitpunkt des Trigons zwischen Pluto und der Galaxie M87 fertiggestellt sein. Der Lurker wird entfernt und seine Macht schwindet rapide. In dieser Zeit
konzentriert er sich auf gezielte Energieangriffe auf wichtige Lichtarbeiter und lässt alles andere außer Acht, da er nicht mehr viel Macht hat. Wenn der Lurker verschwunden ist, wird dies die Quarantäne der Erde auf der Subquantenebene aufheben, wobei der einzige verbleibende Quarantänefaktor die Überwachungs-, Skalar- und Harp-Technologien der Kabale auf der Oberfläche sein werden. Link die Skalarmatrix, was noch bleibt, nur die physikalische Technologie an der Oberfläche. Link stille Kontrolle, wie 4 Stützpunkte die Realität bestimmen. Der Moment, in dem sich das Aufstiegsportal am 21. August öffnet, wird ein Zeitportal mit unendlichen Zeitlinien schaffen, wobei unendliche Möglichkeiten durch den Punkt 1221 der Zeitlosigkeit gefiltert werden. Später, wenn wir zurückblicken, werden wir dies als den entscheidenden Moment der Menschheitsgeschichte betrachten. Die Lichtkräfte haben 2012 hinter den Kulissen mit den Operationen für das Event begonnen. Ihre langfristige Infiltrationstaktik verlief in etwa wie folgt. Link, das Spinnennetz und der Löwe, subversive Infiltration und die nationale Sicherheit der USA. Der Lurker störte ständig ihre Taktik und die Ergebnisse verzögerten sich. Link, die verborgene Logik der Befreiung, warum sich alles genau so entwickelt, wie es muss. Link, einfache Liste als Überblick zur Beseitigung der Dunkelheit. Mit dem Verschwinden des Lurkers wird sich diese planetare Befreiungsoperation von einer multidimensionalen zu einer viel einfacheren linearen Operation wandeln. Sobald die Lichtkräfte der kritischen Masse der dunklen Technologien, Waffen und Aktionen der Kabale entgegenwirken können, können die Operationen des Events beginnen. Der Bewusstseinszustand der Bevölkerung auf der Oberfläche ist kein entscheidender Faktor für den Zeitpunkt des Events. Ein möglicher günstiger Zeitpunkt für den Beginn der physischen Operationen der Lichtkräfte auf der Oberfläche des Planeten beginnt mit dem Trigon von Pluto zu Sedna und dem Sextil von Uranus zu Neptun, beide am 28. August und endet am 28. November. Die Lichtkräfte müssen innerhalb dieses Zeitfensters physische Maßnahmen ergreifen, sonst geht eine große Chance verloren und wir beginnen, in eine weniger optimale Zeitlinie zu wechseln. Link: Die Whiteheads müssen mit Verhaftungen beginnen, um ein Blutbad wie während der Französischen Revolution im Westen zu vermeiden. Eine recht zuverlässige Quelle hat mitgeteilt, dass sie tatsächlich innerhalb dieses Zeitraums Maßnahmen ergreifen werden, aber ich werde es erst glauben, wenn ich es sehe. Die Familien des schwarzen Adels kontrollieren die Oberfläche des Planeten über 2 wichtige dunkle Knotenpunkte. Der zionistische Knotenpunkt ist in Israel verankert und kontrolliert über Epstein und ähnliche Erpressungsoperationen Politiker und hält die Kriegsmaschinerie am Laufen. Der zionistische Knotenpunkt verwaltet die politische Rechte weltweit. Der kommunistische Knotenpunkt ist in China verankert und kontrolliert die Woke-Mind-Programmieroperationen und lenkt die Migrationsströme. Der kommunistische Knotenpunkt verwaltet die politische Linke weltweit. Die Mehrheit der Oberflächenbevölkerung neigt aufgrund ihrer psychologischen Veranlagung dazu, sich entweder dem zionistischen
oder dem kommunistischen Knotenpunkt anzuschließen und wird dazu erzogen, den gegnerischen Knotenpunkt zu hassen. So wird der Großteil der Oberflächenbevölkerung in sinnlosen ideologischen Konflikten gefangen gehalten. Diese gesamte Struktur wird höchstwahrscheinlich durch die Aufdeckung der Erpressungsoperation von Epstein auseinanderfallen, und dies könnte der Ausgangspunkt für den Beginn der physischen Operationen der Lichtkräfte sein. Unsere Meditationen für die Portalöffnung im August sind der effektivste Weg, um den Prozess zu optimieren und zu beschleunigen. Link: definitive Information, Massenmeditationen, planetare Befreiung und das Event 2025+. Ein neues Cobra-Interview wurde über die Öffnung des Aufstiegsportals 1221 geführt. Die Abschrift in englischer Sprache könnt ihr hier lesen. Link. Oder hier auf YouTube anhören. Link. Die Abschrift auf Deutsch ist hier. Italienisch, Rumänisch, Finnisch, Russisch, Hindi, Telugu und Japanisch. Für Interessierte sind die Notizen vom Workshop in Paris in englischer Sprache hier zu finden. Link. Hier findet ihr die deutsche Übersetzung der Notizen zum Workshop in Paris. Und auf Französisch hier. Die Lichtkräfte bitten so viele Menschen wie möglich, sich an wichtige spirituelle Einflussnehmer zu wenden und sie zu bitten, bei der Bekanntmachung unserer Aktivierung des Aufstiegsportals 1221 zu helfen. Die Anleitung für die Aktivierung findet ihr hier. Link. Das Haupt-Promo-Video ist hier zu finden. Link. Und hier ist die Liste aller Videos. Link. Sieg dem Licht.